Ein Text, der im Oktober 1950 in der Deutschen Filmillustrierten stand, berichtet etwas, das mir 42 Jahre später ganz ähnlich passiert ist. Ich will es also mit ganz ähnlichen Worten erzählen. Da ich ein Kind des 20. Jahrhunderts bin, beschloss ich, listig und diplomatisch zu sündigen. Da ich wusste, dass niemand außerhalb der üblichen Wege in die Ateliers kam, weil der Wachmann jeden zurückhielt und nach der Weisung handelte, die im lateinischen Zeitalter Cave Canem vor die Tür schrieb, Sie sprechen doch gewiss fließend Lateinisch, verkleidete ich mich. Ich zog den guten Menschen aus, mich selbst nicht wahr, und zog den bösen Menschen an. Ich tarnte mich als Arbeitssuchender. Ich machte damals eine Anstreicherlehre, daher kannte ich die Rolle gut. So gelangte ich ungehindert in die Filmstudiohallen. In grauen Schnüren hämmert der Regen auf die Planwagen, die seit den sozialistischen Indianerfilmen der 60er Jahre hier herumstehen. Kanonen aus Plastik glänzen zwischen den Wellblechbaracken und über die morastigen Wege dieser Geisterstadt, so groß wie der Vatikanstaat, hasten Arbeiter in das Verwaltungsgebäude, wo ein Wahllokal untergebracht ist. In diesen Tagen wirken die Studios in Babelsberg, einst Flaggschiff der DDR-Film- und Propagandakunst, wie eine verlassene Kulisse. Der größte staatliche Filmkonzern der Welt liegt in Agonie. Die Angst geht um. Die Angst vor dem Kapitalismus. Was war das doch für eine seltsame Szenerie? Die Produktion hieß Das Räubernest. Die DEFA war berühmt für ihre Märchen- und Kinderfilme. Dennoch bot sich mir ein chaotisches Bild. Die Piratenburg, die Peter Wilde gebaut hatte, war der Schauplatz eines der letzten Projekte der DEFA. Da wurde gekämpft und geliebt. Dutzende Tiere und Komparsen zogen an Schiene und Kamera vorbei. Zum Schluss lief sogar ein brennender Mensch durch die Burg und wurde hinter der Kulisse vom Feuerwehrmann gelöscht. Ganz richtig, eine Stuntshow war eingezogen und gab Arbeit für 70 ABM-Kräfte. Den restlichen 977 Angestellten der Studios, von ehemals 2270, blieb die Ungewissheit. Interessant war auch, wie die Zukunft geprobt wurde. »Komm, Hildchen«, sagte die neue Geschäftsführung, nahm Hildchen an die Hand und ließ sie zusammen mit Inge Meisel, die für den verhinderten Harald Junke eingesprungen war, die Babelsberg Studio Film- und TV-Erlebniswelt am 15. August 1991 um 11 Uhr einweihen. An diesem besonderen Tag war ich jedoch nicht vor Ort. Ich hatte auch Herrn Genscher verpasst, denn der gefeierte Außenminister hatte sich sehr zügig über das Gelände führen lassen. Viele Politiker, wie zum Beispiel Rita Süßmuth, machten sich für den Erhalt der Studios stark, ohne jedoch zu wissen, wer das bezahlen sollte. Als meine große Stunde geschlagen hatte, schlenderte ich über die historische Filmstraße Berlin 1920 nach einem Entwurf von Alfred Tomalla zum Palast aus dem DEFA-Klassiker Die Geschichte vom kleinen Muck. Dieser ganze Umschwung oder Neuaufbau bringt mit sich, dass vieles, was eigentlich recht vernünftig klingt, Leuten, die hier 40 Jahre lang unter völlig anderen Umständen gearbeitet haben, kalt übergestülpt wird. Und damit werden nicht viele fertig. Die Plötzlichkeit, mit der gekündigt wird. Und machen wir uns da nichts vor. Wir haben hier mal einen Sozialplan gehabt und haben hier mit viel Mühe und viel Druck Abfindungen ausgehandelt, die nach heutigen Preisentwicklungen natürlich ein Witz sind. Menschen, die 40 Jahre als erste Kameraleute, Szenenbildner, Regisseure oder was auch immer gewirkt haben, werden für den in manchen Fällen endgültigen Verlust ihres Arbeitsplatzes glorreich mit 15.000 Mark abgespeist.
Ein Ruhrkumpel in vergleichbarer Situation kriegt 105.000 Mark. Und dann kommt noch die liebe Treuhand und zwingt uns, auch diese 15.000 Mark noch zu reduzieren und sagt, es dürfen nur 5.000 Mark ausbezahlt werden. Das ist schlichtweg schwarzer Humor. Was waren es doch für schöne Jahre in Babelsberg. Alles war heiter und ruhig. Auf der Tour wurde mir einer der 31 Schneideräume gezeigt. Der Kostümfundus mit 170.000 Angeboten. Das Beleuchtungslager mit 2.300 Scheinwerfern. Insgesamt gab es 2.300 Filmhandwerker und Künstler in 120 Berufen, als ich meinen Super-8-Film Stadt der Handwerker dort drehen durfte. Dabei hatte der Tod schon seinen Schatten auf die DEFA geworfen. Oder sagen wir, er hatte seine Berliner Treuhand schon nach ihr ausgestreckt. Statt einer Industrie, so der Schauspieler Otto Sander, gibt es hier nur Nostalgie. Die DEFA will man erhalten, weil da mal Marlene Dietrich gedreht hat. Nicht, weil die Ateliers und das Fachpersonal besonders gut sind. Bei den Dreharbeiten spielte diese Angst unentwegt mit. Nicht bei meinen natürlich. Angenehm ruhig lag das Barackenlager da. Ich entsinne mich der Pläne für einen Filmpark, die sich unter die glorreichen Geschichten mischten. Man hörte raunen, dass demnächst Geschichte geschrieben wird. Bei meinem ersten Besuch in Babelsberg starb also die DEFA. Da hatte ich sogar eine Drehgenehmigung. Beim zweiten Besuch war schon ein magerer Phönix ausgeschlüpft. Beim dritten Besuch habe ich mich in die Studios reingemogelt. Beim vierten Mal kam ich mit Freunden als zahlender Zuschauer. Wo zuerst ein Piratennest meine Kulisse war, herrschte nun eine Endzeitstimmung, wo um das letzte Benzin gestritten wurde. Auf meinen Touren fotografierte ich das GZSZ-Gründungsmitglied Hans Christiani beim Autogramme geben und schaute in eine Halle, wo kurz zuvor Der Unhold mit Gottfried John und John Malkovich abgedreht wurde. Die imposanten Dekorationen standen noch. In der Marlene-Dietrich-Halle lag der Zauberwald der unendlichen Geschichte, die 3. Ausgabe, und davor derselbe Wald en Miniatur. In einer Halle drehte das komische Duo Badesalz sein Kinodebüt. Doch es zog mich eher zu den Bürogebäuden. Ich wollte die Residenz Herrn Schlöndorffs finden, der als künstlerischer Leiter für die Studios eingesetzt war, und ihm meine filmischen Ideen unterbreiten. Naja, ich habe mich nicht getraut. Ich trollte mich wieder am Wachmann vorbei, im Gepäck 1000 neue Ideen. Erst 30 Jahre später habe ich Volker Schlöndorff treffen dürfen. Meine kleine Schmuggelei kam nie raus, bis heute. Niemand erkannte, dass unter der Tünche des Anstreichers das sündige Herz eines Filmkünstlers geschlagen hat. Nun soll es nicht länger schweigen. Und nun im Rückblick erzähle ich mir mein eigenes Leben, erzähle es gleichsam als Monolog. Die Parallele zu einem Film von Willi Forst in dieser Art des Selbstgesprächs ist rein zufällig und soll nicht direkt ein Geheimnis lüften. Die Frage ist, Ihre Geschäftszeit, so 1992 bis 97. Ja. Sehen Sie das als Erfolg damals? Weil ich habe damals so ein bisschen Agonie gespürt, die Treuhand ging da gerade drüber, viele Entlassungen und so. Wie haben Sie das wahrgenommen damals? Also die Anfänge in Babelsberg waren unglaublich schwierig und keiner von uns hat dran geglaubt, dass 30 Jahre später das so ein Erfolg sein würde. Damals hat man uns unterstellt, das wäre eine reine Immobilienspekulation. Tatsächlich sind die Häuser, die damals geplant waren, in den letzten 10 Jahren, also erst 20 Jahre später gebaut worden. Aber das Studio hat dann eigentlich ab Ende der 90er Jahre richtig angefangen zu funktionieren. Und heute ist es eine Erfolgsgeschichte. Man muss Geduld haben. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses Statement.
euch mache ich Beine hier.